David gegen Goliath. David gegen Goliath ist eine der bekanntesten Geschichten der Bibel. Die faszinierende Geschichte und ihre beiden Hauptakteure sind zum Kulturgut der ganzen Welt geworden. David gegen Goliath ist ja zu einem sprichwörtlichen Ausdruck geworden. Wenn eine schwache Person oder Gruppe von einer Übermacht angegriffen wird, spricht man von einem Kampf von David gegen Goliath. Damals war die Situation auf dem Schlachtfeld frustrierend. Die Armee Israels war wie gelähmt angesichts der Herausforderung des Haupthelden der Philister, nämlich Goliath. Dieser Mann war ein Koloss, ein Riese von etwa 3 Metern Größe, und er war bestens ausgerüstet. Wir lesen über ihn, er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer, und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken. Und der Schaft seines Speers war wie ein Weberbaum, und die Spitze seines Speers wog 600 Schekel Eisen. Und der Schildträger ging vor ihm her. Kein Wunder, dass niemand von den kampferprobten Soldaten Sauls es wagte, in den Zweikampf mit diesem Riesen zu ziehen. Israel drohte eine vernichtende Niederlage. Als David auf dem Schlachtfeld auftaucht, um seine Brüder im Auftrag seines Vaters zu besuchen, bekommt er hautnah mit, wie dieser Riese Israel und den Gott Israels verhöhnt. Und David ist sofort bereit, gegen diesen Feind zu kämpfen. Er hat keinerlei Kampferfahrung. Er versteht es nicht, mit Waffen umzugehen, und doch zögert er nicht, gegen Goliath zu kämpfen. David entscheidet sich, in diesen ungleichen Kampf zu gehen, weil er die richtige Motivation hat. Goliath hat das Heer des lebendigen Gottes und den Gott Israels selbst verhöhnt. Und David weiß, das darf so nicht hingenommen werden. Das kann nicht gut gehen. Die Ehre Gottes muss verteidigt werden. Für die Entschlossenheit Davids gibt es noch einen zweiten Grund. David hat in seinem Glaubensleben Erfahrungen mit seinem Gott gemacht, auf die er jetzt zurückgreifen kann. Diese stammen aus seiner Hirtentätigkeit. In der Zeit, als er als Hirte mit den Schafen auf dem Feld war, gab es Situationen, in denen wilde Tiere seine Schafe angegriffen haben. David konnte sie alle abwehren und manche von ihnen sogar töten mit Gottes Hilfe. Deshalb ist er zuversichtlich und er versichert Saul, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. David zieht los mit 5 Steinen und mit seiner üblichen Steinschleuder. Goliath lacht. Er lacht über ihn und er verspottet ihn. Der Mann sieht furchterregend aus und er ist bis auf die Zähne bewaffnet. Aber der jugendliche David ist furchtlos und ganz entschlossen. Den Grund für seine Siegesgewissheit sieht er nicht in sich selber, nicht in seinem Können, allein in seinem Gott. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Sichelschwert, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr mir überantworten. Und dann nennt dieser junge Mann dem gottlosen Goliath auch noch den Grund für seinen Sieg. Er sagt, das wird geschehen, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft. Denn der Krieg ist des Herrn. Und er wird euch in unsere Hände geben. David weiß, es ist nicht seine Zielsicherheit, nicht seine Schnelligkeit und auch nicht seine Erfahrung, mit der er diesen Goliath besiegen kann. Gott allein wird den Sieg bewirken. Dafür gibt es mindestens 2 Gründe. Dieser Riese kämpft gegen Gott,
Er hat den Gott Israels gelästert und zweitens, das Zeugnis Gottes muss offensichtlich werden. Israel und die ganze Welt müssen inne werden, dass es ein Krieg Gottes ist. Und in diesem Kampf helfen keine Waffen, denn Gott selbst führt diesen Krieg. Und für den Sieg Davids gibt es keine logische menschliche Erklärung. Er hat gesiegt, weil er für Gott gekämpft und Gott vertraut hat. Den Sieg Davids über Goliath können wir als eine wichtige Lektion wahrnehmen. Die Ehre Gottes muss um jeden Preis verteidigt werden. Ob das zu unserem Vorteil oder zu unserem Nachteil geschieht. Wir ziehen in den Kampf für unseren Gott, weil wir wirklich glauben. Im Kampf gegen die Sünde, die Versuchung und die Welt helfen uns die Erfahrungen, die wir mit Gott bereits in der Vergangenheit gemacht haben. Gott ändert sich nicht. Er ist immer treu. Die Größe der Herausforderung spielt dabei überhaupt keine Rolle. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und Gott bekennt sich immer zu dem Glauben seiner Kinder. Ohne Glauben kann man Gott nicht gefallen und keinerlei Siege erleben.